Omega streicht bei der Planet Ocean eines ihrer ikonischsten Merkmale, das Heliumventil. Gleichzeitig wird die Uhr kleiner, flacher und damit alltagstauglicher als je zuvor. Die neue Seamaster Planet Ocean 600 Meter mit 42 mm Durchmesser markiert einen echten Wendepunkt innerhalb der Kollektion, vor allem beim Design. Ich habe mir die Version mit orangener Lünette und Kautschukband genau angesehen und sie für euch sogar geöffnet, um zu zeigen, was technisch wirklich darin steckt. Die Omega Seamaster Planet Ocean wurde im Jahr 2005 erstmals vorgestellt. Sie ergänzte die Seamaster Professional Diver 300M um deutlich robustere Varianten mit 42 und 45,5 mm Gehäusedurchmesser sowie einer Wasserdichtheit von ganzen 600 Metern. Im vergangenen Jahr feierte die Linie ihr 20-jähriges Jubiläum und ist damit zwar vergleichsweise jung, aber fest in der Seamaster-Familie verankert. Typisch für die Planet Ocean waren bis zuletzt ihre leicht rundliche Gehäuseform, das ebenfalls rundliche Gliederband und vor allem das manuelle Heliumventil auf der 10 Uhr Position wie bei der Seamaster 300M. Mit zuletzt 43,5 mm Durchmesser war sie außerdem spürbar größer als die Seamaster Professional 300M, eine Eigenschaft, die nicht jeder am Handgelenk zu schätzen wusste. Genau hier setzt Omega bei den neuen Modellen an. Die neue Planet Ocean misst wieder 42 mm im Durchmesser und verzichtet erstmals vollständig auf das Heliumventil. Ein Detail, das unter Fans seit Jahren sowieso schon kontrovers diskutiert wird. Denn auch wenn das Heliumventil bei professionellen Sättigungstauchgängen technisch sinnvoll ist, spielt es für die allermeisten Träger, selbst für ambitionierte Sporttaucher, im Alltag keine Rolle. Das Heliumventil wird verwendet, weil bei extremen Tauchgängen mit Aufenthalten in Druckkammern der Atemluft Helium beigemischt wird, um eine Stickstoffnarkose zu verhindern. Also das heißt, das Helium ersetzt den Stickstoff in der Atemluft. Die winzigen Heliummoleküle können aber unter hohem Druck in das Uhrengehäuse eindringen und beim Wiederaufstieg nicht schnell genug entweichen. Im schlimmsten Fall drohen Schäden am Gehäuse oder am Glas und deswegen haben auch viele andere Marken zum Beispiel ein Heliumventil verbaut. Omega jedoch verfolgt inzwischen einen ganz anderen Ansatz. Eine vollständig gasdichte Gehäusekonstruktion mit innenliegendem Titanring soll das Eindringen von Helium von vornherein verhindern. Diese Technologie kam erstmals bei der Seamaster Ultra Deep zum Einsatz und findet nun auch ihren Weg in die Planet Ocean. Das Heliumventil wird damit schlicht überflüssig. Die Idee kam zustande, weil bei den extremen Tiefen, für die die Ultra Deep entwickelt wurde, ein zweites Loch im Gehäuse, also für das Heliumventil, einfach eine zusätzliche Schwachstelle gewesen ist. Aber zurück zur Planet Ocean, die sich auch optisch deutlich verändert zeigt. Das Gehäuse wirkt kantiger, schärfer gezeichnet und insgesamt sportlicher als bei den Vorgängern. Besonders am Kautschukband mit massivem Metallanstoß entsteht fast der Eindruck eines integrierten Armbands. Das Gliederband, was wir jetzt hier nicht live haben, verzichtet auf die stark abgerundeten Formen früherer Generationen, verjüngt sich zur Schließe mit Feinverstellung und erhält durch polierte Mittelglieder einen leicht eleganteren Auftritt, ohne den Toolwatch-Charakter zu verlieren. Auch die Proportionen wurden überarbeitet, die Keramiklünette aus Zirkonoxid oder eigentlich Zirkondioxid mit weißer Emaille ist proportionsmäßig etwas breiter ausgeführt als vorher und bekommt damit mehr Präsenz. An den Seiten ist die Lünette auch auffällig gezahnt und damit sehr griffig. Ach ja, und natürlich ist sie nur einseitig drehbar, wie bei eigentlich allen Taucheruhren. Die hier gezeigte Version mit orangener Lünette ist eng mit der Identität der Planet Ocean verbunden. Was viele nicht wissen, bis 2014 fertigte Omega diese Lünetten ausschließlich aus Aluminium, erst danach gelang es, den charakteristischen Orangeton in der besonders kratzfesten Zirkonoxid-Keramik umzusetzen. Ein nicht unerheblicher Aufwand in Forschung und Entwicklung und das Ergebnis ist eine deutlich höhere Alltagstauglichkeit bei unverändert hohem Wiedererkennungswert. Interessant dabei ist, dass Omega uns bei den letzten Seamaster 300M Modellen wieder die Vorteile der Aluminiumlünette verkauft hat, zu der sie bei diesen zurückgegangen ist. Naja, beides hat anscheinend Vor- und Nachteile.
Neben dem reduzierten Durchmesser profitiert die neue Planet Ocean besonders von ihrem flacheren Gehäusedesign. Die Bauhöhe wurde von zuvor 16,1 mm auf nun 13,79 mm reduziert, bei weiterhin beeindruckenden 600 Metern Wasserdichtheit. Gerade am Handgelenk mit hier etwa 17 cm Umfang trägt sich die Uhr dadurch sehr ausgewogen und bequem. Dazu tragen auch die relativ kurzen Bandhörner bei, die dafür sorgen, dass sich das Gehäuse sauber ans Handgelenk anlegt und nicht übersteht. Eine weitere Änderung betrifft das Zifferblatt. Die neue Planet Ocean verzichtet nämlich vollständig auf eine Datumsanzeige. Das hatte Omega ja auch bei den letzten Seamaster 300M, den mit der Aluminiumlünette, so eingeführt. Bei der 3 befindet sich stattdessen nun eine applizierte Stundenziffer, die sich harmonisch in das viertelstündig strukturierte Zifferblatt einfügt. Die Zeiger mit Pfeilspitzen und der charakteristische Sekundenzeiger sowie die zweifarbige Superluminova in Blau und Grün orientieren sich an den Vorgängermodellen und sorgen für hervorragende Ablesbarkeit, auch bei schlechten Lichtverhältnissen. Während frühere Planet Ocean Modelle vorne und hinten mit Saphirglas ausgestattet waren, setzt Omega bei der neuen Generation auf einen massiven Gehäuseboden aus Titan, natürlich mit eingraviertem Seepferdchen. Ich habe die Uhr für euch geöffnet, um zu zeigen, welches Werk hier zum Einsatz kommt. Das Manufakturkaliber 8912 mit Koaxialhemmung und Master-Chronometer-Zertifizierung. Das Finish entspricht den modernen Omega-Kalibern mit den typischen bogenförmigen Schliffen. Arabesk nennt man das auch. Alle sichtbaren Komponenten sind sauber verziert und hochwertig ausgeführt. Besonders ins Auge fällt die schwarze Unruh mit Siliziumspirale, die gemeinsam mit den anderen amagnetischen Hemmungsbauteilen zentrales Element für die hohe Magnetfeldresistenz und die präzise Gangleistung sind. Dank doppeltem Federhaus bietet das Werk eine Gangreserve von 60 Stunden, beidseitigen automatischen Aufzug sowie die Möglichkeit zur unabhängigen schrittweisen Verstellung des Stundenzeigers. Einsetzen kann man das zum Beispiel, um auf Reisen schnell die Zeitzone anzupassen, nur halt eben ohne einen zusätzlichen 24-Stunden-GMT-Zeiger. Zum Marktstart erscheint die neue Seamaster Planet Ocean 42 in 3 Varianten mit orangener, dunkelblauer oder schwarzer Lünette, aber jeweils mit schwarzem Zifferblatt. Was sich ändert, sind dann noch die Farben der aufgesetzten Ziffern. Am Kautschukband mit Metallanstoß und Fallschließe liegen die Preise zwischen 8.300 und 8.600 Euro. Am massiven Gliederband kostet die Planet Ocean je nach Ausführung 9.000 bzw. 9.300 Euro, wobei es immer die orangene Variante ist, die teurer ist. Mit dem kleineren Durchmesser, dem flacheren Gehäuse und dem Verzicht auf das Heliumventil schärft Omega den Charakter der Planet Ocean spürbar. Sie bleibt eine kompromisslose Taucheruhr, wirkt dabei aber ausgewogener, moderner und alltagstauglicher als je zuvor. Und es bleibt die spannende Frage, wenn selbst die Planet Ocean 600 kein Heliumventil mehr benötigt, steht dieses ikonische Detail womöglich auch bei der Seamaster Professional 300M vor dem Aus. Für mich wäre das nicht die schlechteste Idee, wenn die Uhr denn dann immer noch genauso professionell eingesetzt werden kann. Aber was haltet ihr davon? Würde es euch stören, wenn das Heliumventil weg wäre? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Und ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.